Haben Sie schon mal ein kostenloses Girokonto bei einer Direktbank beantragt und wurden abgelehnt? Oder kennen Sie vielleicht jemanden, der das getan hat und das nicht zu der Kontoeröffnung kam? In diesem Video erhalten Sie eine Lösung am Beispiel der Inc., wie man über einen zugegebenerweise kleinen legalen Trick, ja, so ein Konto, ein Girokonto erhält, ein Top-Girokonto und sich gleichzeitig noch eine Bonität mit aufbaut, dass man bis hin zu einer guten Kreditlinie kommt. Interessiert? Dann geht's gleich nach unserem Trailer weiter. Ja, hier sehen Sie auch schon den Anleitungsartikel dazu. Ich werde ihn hier oben verlinken. Kurz noch zur Erklärung. Leute, die noch nicht so lange bei uns dabei sind, die wissen vielleicht nicht, dass wir auch noch zwei andere Spezialportale betreiben und die sind auch mit Reisen verbunden. Reisen auf den amerikanischen Kontinent, wo ich gerade bin. Hier in der Karibik ist es zugegebenerweise etwas wärmer wie in Deutschland. Dementsprechend habe ich mich angepasst mit der Kleidung. Heißt aber gleichzeitig für Sie, auch wenn ich in anderen Sachen unterwegs bin, ich bin gleichzeitig für unsere Community da, produziere nach wie vor einige Sachen großartige Inhalte und auch für Sie über die Kommentarfunktion wunderbar erreichbar. Falls Sie das interessiert, welche anderen beiden Portale das noch sind, gehen Sie einfach unter das Video. In der Beschreibung tue ich Ihnen mal noch die Links rein. So, jetzt aber zum Inhalt, wie man garantiert Kunde bei der Inc. wird. Sie sehen hier in der Übersicht schon mal, es gibt die Hintergrundinfo, die Lösung, die Anleitung und es ist Platz für Ihre Fragen. Schauen wir uns die Hintergrund... Jetzt muss ich hier scrollen. Hallo? Kann man das? Das ist, wenn man mit dem Reisenotebook dann halt arbeitet, aber es staunen immer wieder Leute, was ich für eine Technik mitschleppe in meinem Koffer, um für Sie hier produzieren zu können. Also die Ausgangssituation ist natürlich das Sieb. Eine Bank, die mit die besten Konditionen am Markt anbietet, ja, die kann nicht jeden Kunden aufnehmen, weil man verdient nicht mit jedem Kunden Geld. Also die Wahrheit ist, man verdient nur an den wenigsten Kunden Geld, das sind die richtig guten und viele andere. Es gibt Leute, die mögen das nicht hören, ja, sie wollen diese Wahrheit nicht hören, dass man, also viele Leute, die ein kostenloses Girokonto bei einer Direktbank haben, kosten der Bank Geld, ja, und sie werden sozusagen als Masse, ja, und geduldet und die Bank weiß, ja, von 100 Kunden, da sind dann vielleicht irgendwie noch 8, 9, 10 dabei, an denen ich gut Geld verdiene und die anderen laufen mit. Aber auch die Bank weiß vom Profil her, welche Kunden tatsächlich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, nicht zum positiven Ertrag beizutragen, sondern eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, wirklich der Bank nur zu Kosten und zu Probleme zu bereiten. Und die versucht man natürlich, deswegen das Sieb, auszusortieren im Antragsprozess. Dieser Antragsprozess, der muss natürlich schnell, ja, effizient, kostengünstig gehen und deswegen lernt man nicht, wie jetzt vielleicht in einer anderen Bank, wo man in die Filiale hingehen kann und man nimmt sich Zeit für ein Gespräch, lernt den anderen erstmal kennen, ja, das geht bei einer Direktbank nicht. Also man greift auf Tools zurück, ja, auf Bewertungstools und da werden Datenbanken abgefragt. Die größte und bekannteste ist natürlich die Schufa, ja, aber es gibt auch noch wie Infoscore auch noch ein paar andere private Dienstleister, die Bonitätsdaten zur Verfügung stellen, die, wo sich Banken halt dran bedienen, um einfach den Kunden innerhalb der kürzesten Zeit einschätzen zu können, ob ein Konto eröffnet wird oder nicht. Das dient übrigens gleichzeitig, deswegen habe ich das auch so fett hier geschrieben, als Schutz für Bestandskunden. Ganz wichtig für diejenigen, die jetzt beispielsweise schon Kunde bei so einer Bank sind. Die Gefahr ist sonst, wenn man jeden aufnimmt, dass die Bank in die Mittelmäßigkeit abrutscht, man nicht mehr die tollen Konditionen hat. Von daher ist es einfach, es ist halt so, wir brauchen das ja gar nicht zu bewerten. Es geht ja in dem Video darum, wie man trotzdem reinkommt in so eine Bank. Okay, das habe ich Ihnen eben schon erzählt hier mit der Bonität. Genau, und wenn es denn zu einer Ablehnung kommt, also Sie stellen den Online-Eintrag auf Ihr Girokonto und kriegen dann halt die Information, dass dem nicht entsprochen wird, dann haben Sie zwei Möglichkeiten zu reagieren. Einmal ist, Sie gehen zu einer anderen Bank. Die Banken haben auch, also wir beobachten ja mehrere sehr, sehr gute Direktbanken am Markt, unterschiedliche Annahmekriterien. Wenn es jetzt bei der einen nicht funktioniert, heißt es nicht, dass es bei der anderen auch nicht funktioniert. Ja, das haben wir schon häufig beobachtet, dass beispielsweise bei der DKB die Kontoeröffnung nicht geklappt hat und bei der Inc. hat es geklappt. Klappt es bei der Inc. nicht, ja, dann geht man beispielsweise zu Comdirect. Oder Sie können auch sagen, Moment, nein, ich finde die Bank so toll, ich möchte da Kunde werden. Und deswegen ja auch der Artikel und Video heute da. Ganz großen Respekt, wir haben auch einen dabei in unserer Community, der hat es beim 4. Anlauf geschafft, ein Konto zu eröffnen. Das hat geklappt, ja, das ist so
höfliche Hartnäckigkeit hilft. Ja, hätten Sie es viermal probiert, habe ich hier noch eingeschrieben. Sie brauchen es nicht viermal probieren. Am Ende des Videos wissen Sie, haben Sie ja die Anleitung, beziehungsweise wenn Sie jetzt die Shortcut nehmen, schon gleich in den Artikel reingehen und runter scrollen, wie ich jetzt hier beim Reisenotebook versuche, das zu machen. Also die Lösung, wie Sie heute noch Kunde der Inc. werden können. Beantragen Sie das Wertpapierdepot. Hört sich vielleicht für Sie erstmal seltsam an, ich erkläre es Ihnen kurz. Also abgesehen davon, dass die Inc. wirklich ein sehr, sehr gutes Wertpapierdepot hat, ja, macht das noch halt einfach aus einem anderen Grund Sinn. Und zwar, wenn Sie dieses Konto beantragen, gibt es keine Bonitätsprüfung. Ja? Das heißt, Sie beantragen das Wertpapierdepot und wenn Sie es schaffen, den Online-Antrag komplett auszufüllen, ja, die Legitimation zu machen, dann bekommen Sie auch garantiert dieses Konto. Genau, der Hintergrund ist auch ganz einfach, Sie brauchen keine Verrechnung, also das Verrechnungskonto ist ein Tagesgeldkonto, es ist kein Girokonto, Sie können nicht ins Minus kommen, Sie bringen üblicherweise der Bank Geld, also die Bank geht kein Risiko für Sie ein oder öffnet Ihnen das Konto, sie verdient ja auch an Ihnen, weil wenn man mit dem Depot handelt, fallen Gebühren an und daran verdient die Bank, also ein gutes und sicheres Geschäft für die Bank. Ich habe Ihnen hier gleich so buntfarbig hier von der Inc. von der Seite kopiert, den Link, klicken Sie da drauf, kommen Sie direkt zum Depot. Einige von Ihnen unter uns werden vielleicht sagen, na Moment, gibt es da nicht noch eine andere Möglichkeit? Ja, es gibt eine andere Möglichkeit. Ich gehe kurz darauf ein. Das ist das Tagesgeldkonto. Die Inc. hat ein Tagesgeldkonto, das ist recht bekannt, nennt sich Extrakonto, gibt es schon seit über 19 Jahren bei der Bank in ähnlicher Verfügbarkeit. Nur die Konditionen ändern sich immer nach Marktzins. Ja. Aktuell sehen Sie hier ist ein Werbezinssatz von 1%. Der gilt natürlich nur für einen bestimmten Zeitraum und nur für bestimmtes Geld. Kann man auch kostenfrei das Konto öffnen. Es ist ja natürlich auch kostenfrei. Sie werden auch Kunde der Bank. Und hätten im Prinzip auch diesen Eintritt geschafft, sogar noch etwas leichter, weil der Antrag ist wesentlich kürzer. Sie müssen mich keine Fragen zu Ihren Erfahrungen zu den Wertpapierhandel halt durch der Online-Antrag ist kürzer, weil diese Fragen kann man sich halt sparen. Ja? Aber warum empfehle ich Ihnen das nicht, obwohl es doch kürzer ist? Der Hintergrund liegt daran, es gibt nicht nur die externen Bonitäten wie Schufa und Co., sondern auch interne Bonitätsbewertungen durch die Bank. Und unser Ziel ist ja nicht nur Kunde bei der Bank zu werden mit irgendeinem Konto, sondern wir wollen ja das Girokonto haben, sozusagen das Königsprodukt, würde man das sagen, und vielleicht sogar intern unsere Bonität so weit aufbauen, dass wir diese Kreditlinie bei der Inc. Die Inc. hat einen wunderbaren Rahmenkredit, dazu haben wir schon mehrere Videos und Artikel und ich hänge Ihnen da auch nochmal einen Link rein. Ein ganz, ganz tolles Produkt, ja, dass wir unsere Bonität so weit aufbauen, dass wir auch dieses Produkt bekommen können. Ja? Und da ist der Einstieg über das Tagesgeldkonto, bei dem die Bank natürlich Geld verliert. Ja, also würde die Bank nur Tagesgeldkonten haben, würde sie nicht mehr existieren können, weil sie zahlt ihnen 1%, später sind es etwas weniger, halt Zinsen, hat aber, sie tun ja Geld auf die Bank. Die Bank kriegt aber von der EZB für jedes Geld, was sie raufbringen, wo sie Zinsen bekommen, einen Strafzins. Ja, also da liegt aktuell bei 0,4% im Minus, ja, und sie bekommen etwas darüber. Also kein gutes Geschäft für die Bank, von daher kriegen sie intern da nicht so viele Punkte. Mit einem Depotkonto kriegen sie schon Punkte, ja, weil sie als Vermögender sozusagen bewertet werden, also als jemand, der jetzt mit der Bank wirklich ein Geschäft macht und genau, ein bisschen detaillierter kommt es dann noch in Artikel, also mit der Depoteröffnung kann man sagen, beflügeln Sie schon mal Ihren Score, also intern in der Bank. Ja? Wie Sie dieses Depot eröffnen, haben wir hier für Sie eine Anleitung gemacht, die geht Schritt für Schritt. Da spare ich jetzt ein bisschen Zeit hier im Video. Wenn es für Sie, gehen Sie einfach rein. Unten unter im Infofeld finden Sie Links, haben ihn oben drin schon gesehen. Wir sind den Antrag für Sie halt komplett einmal durchgegangen. Dann wissen Sie schon vorher, was auf Sie zukommt. Sie sehen auch dann halt so Kommentare von mir. Wenn Sie da Fragen haben, nutzen Sie gerne die Kommentarfunktion unter dem Video. Da werden Sie geholfen. Okay, dann Legitimierung, wenn man darauf klickt, kann natürlich Postident machen und auch Videoident. Sie finden, wenn Sie auf diese blauen Links hier klicken, auf unserem Spezialportal mit über 1000 Unterseiten jede Menge Anleitungen und also über 1000. Es baut sich jetzt so langsam auf, weil ich hier eine sehr extrem schmale Internetleitung habe. Ich befinde mich aktuell auf einer karibischen Insel. Das werde ich jetzt nicht ganz so viele Links klicken. Was ich Ihnen halt zeigen wollte, war, wir haben natürlich für viele Eventualitäten schon Anleitung da. Also hier jetzt die Anleitung, wie man sich legitimieren kann bei der Bank, mit der Videoanleitung,
Gut, ich sehe jetzt macht jetzt nicht so viel Sinn von der Geschwindigkeit hier. Und das Video werde ich Ihnen reinhängen. Wir gehen einfach nochmal zurück in unseren eigentlichen Artikel. Einen Moment warten. Okay. Können wir jetzt scrollen. Okay, hier sind ja die nächsten Schritte, habe ich Ihnen noch reingenommen. Lesen Sie sich die durch, das ist wichtig zur Bonitätserhöhung, ja, damit Sie dann im nächsten Schritt auch, also in den weiteren Folgeschritten auch das Konto beantragen können, bis hin zum Rahmenkredit, wenn gewünscht. Sie finden hier unten auch weitere Anleitungsartikel, ja, Girokonto hat 2 Karten, welche nimmt man für was. Sie finden hier eine ganze Reihe an spezifischen Themen bei unserem Spezialportal und, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, die Kommentarfunktion. Ja? Schauen wir mal gleich ganz grob hier vorne rein. Hat natürlich auch, und dafür sind wir auch bekannt, wir haben ja nun mehrere gute Banken bei uns im Angebot, also die wir beobachten und für Sie immer wieder Informationen zur Verfügung stellen. Hier hat also auch schon jemand gefragt, ob dieses Video auch für die DKB oder dieser Artikel für die DKB übertragbar ist. Antwort finden Sie natürlich unter der Kommentarfunktion. Sie sehen, da sind auch schon weitere Kommentare eingegangen. Jetzt bin ich ein bisschen zu schnell runtergescrollt, aber Sie sehen dafür, hier ist noch Platz für Sie. Gerne Ihr Kommentar, Ihre Frage, vielleicht aber auch Ihre Erfahrung und natürlich liebe ich auch Erfolgsmeldungen. Das haben wir bei einigen Artikeln, vor allen Dingen unter dem Rahmenkredit, haben wir viele Erfolgsmeldungen von unseren Lesern und Zuschauern, die die Anleitung gesehen haben, die sie durchgelesen haben, die gesagt haben, das ist klasse, tolle Anleitung, denn diese Feedback zu. Ich gehe auch und hinterher gebe ich Feedback. Vielen Dank. Nächste Woche wieder für Sie ein neues Video hier im Kanal. Bis dahin, liebe Grüße für die meisten nach Deutschland und auch die anderen, die gerade irgendwo auf der Welt unterwegs sind. Ein herzlichen Gruß hier aus der Karibik.